I had a friend when I was a young man. Well, he continues to be a friend, but we were very intimate when we were very young. Now he's a well-known scientist, Umberto Maturana. He's internationally known. Guten Freund, wir sind auch heute noch befreundet, das ist Umberto Maturana. And he had a scientific vocation. Ein Wissenschaftler. Und er hat eine And he influenced me to become interested in science. Und er hat mich beeinflusst und hat mein Interesse an der Wissenschaft geweckt. Because I was divided between science and music. Weil ich war zweigeteilt zwischen der Musik und der Wissenschaft. And he had a way of talking that conveyed knowledge. Und er hatte eine Art und Weise zu sprechen, die sozusagen Wissen mit sich getragen hat, And I remember transportiert hat. As a schoolboy, I once asked him, why do we cough? Als Schüler fragte ich ihn einmal, warum husten wir? And I could have answered myself the question. Ich hätte diese Frage mir selbst beantworten können. We all know that something itches in our trachea or our bronchi when there's a drop of saliva that goes the wrong way, or when there's a secretion. And I knew about cells having some hairs stuck to them, some prolongations and being stimulated. But in an ordinary conversation, he says, how is it we cough? And he, with a very doctoral style, explained to me, there are cells along the interior of the trachea, the epithelium of the trachea, and these cells have these prolongations. I don't remember the names of it now. And so when they're stimulated by a drop of fluid, they're stimulated and this impulse, nervous impulse is transmitted and produces this cough. And I felt, oh, now I know. And then I thought to myself, but I knew already. What magic comes in the way of speaking? So I think Aristotle had that. And obwohl ich selber wusste, wie das mit dem Husten vor sich geht und was da physiologisch passiert, hat er mir eine sehr detaillierte Antwort gegeben über die physiologischen Prozesse, sodass ich das Gefühl hatte, oh ja, jetzt verstehe ich das. Gleich darauf dachte ich aber, das habe ich doch selber so gewusst. Und so, das ist das Typische für Einser und Aristoteles war so. So, Epicurus had how do you say? Sort of the irreverence of claiming to be a teacher when Aristotle was alive. Also Epicurus hatte sozusagen die Kühnheit, ebenfalls zu fordern, ein Lehrer zu sein in der Zeit, wo es doch Aristoteles gab. And he didn't follow Aristotle. Und er ist Aristoteles nicht gefolgt. He had his own following. Er hatte seine eigene Gefolgschaft. And there were women included. Und da gab es sogar Frauen. That was not common in philosophic circles. Und das war nicht üblich in philosophischen Zirkeln. And he was not only concerned with happiness, but he was a promoter of friendship and friendliness. Und er hat sich nicht nur mit Glücklichsein beschäftigt, sondern er hat auch über Freundschaft und Verbindungen gesprochen und geschrieben. You know, this is a seventh subject too. Sevens are very. Das ist ein Thema der Siebenen. Have very important friendships. Freundschaften, Verbindungen. And he had a sense of community. Like many sevens who have wanting to the ideal community, he wanted to create an ideal community. Er wollte eine ideale Gemeinschaft schaffen. So he had a piece of land and there they lived, men and women together in search of happiness. Oh, what a terrible thing. Und er hatte ein Stück Land und dort lebten Männer und Frauen zusammen auf der Suche nach Glück. Ein unglaubliches Geschehen eigentlich. And the Greeks said they have orgies there. Und die Griechen sagten, die machen da Orgien.
And they didn't understand that the philosophy of Epicurus was that the secret of happiness is not to be attached to the human passions. Sie haben aber nicht verstanden, dass Epicurus auf der Suche war nach Glücklichsein in der Nichtanhaftung an Leidenschaften. You should want things with moderation. It was not so different from Aristotle. Und dass man das Glück suchen sollte, indem man moderat war, was gar nicht so sehr verschieden war zu Aristoteles. If you desire things too intensely, that will cause unhappiness. So for the sake of happiness, you should not be too attached to Wenn man Dinge things. zu sehr will, dann steht das dem Glücklichsein entgegen. Also um Glück zu finden, ist es eigentlich gut, sich ein Stück loszulösen. You could say this is a philosophical attitude beyond character and beyond any particular philosophy. When you say somebody has wisdom, what do you mean by wisdom? It's not knowing many things. Man könnte jetzt sagen, das ist nicht eine sehr philosophische Haltung, sondern eine, die darüber hinausgeht. Was ist es, wenn man sagt, was ist es, wenn man fragt, was Weisheit ist? It has to do with a certain detachment. Weisheit hat zu tun mit einer gewissen Nichtanhaftung. With a certain distance from ordinary reality. Mit einer gewissen Distanz der üblichen Realität. Distanz zur üblichen Realität. But let's go to the later seven in history. That was Bacon, Francis Bacon. He was not a systematic thinker. Bacon, also jetzt die spätere 7, war nicht ein systematischer Denker. But he was a thinker. Aber er war ein Denker. A very brilliant thinker. Und ein sehr brillanter. And he writes about himself that early in his life he asked himself what he wanted, and he wanted to serve humanity. Und er hat selber geschrieben darüber, über das, was er wollte, und er schreibt, er wollte der Menschheit dienen. And wanted to do this through invention. Und wollte das durch Erfindungen tun. Through the application of his intelligence. Indem er seine Intelligenz anwandte. You could say that his was an applied intelligence. Man könnte also sagen, seine Intelligenz war eine angewandte Intelligenz. Curiously, he died in an act of discovery. Erstaunlicherweise ist er gestorben während einer Entdeckung. He died from curiosity. Er ist an Neugierde gestorben. When he found a bird in the snow that had not gotten rotten. Als er einen Vogel im Schnee gefunden hatte, und dieser Vogel war noch nicht verwest. He discovered that cold interfered with putrefaction. Und da entdeckt hat, dass die Kälte eben mit dem Verwesungsvorgang den verhindert. And he was so absorbed in the observation of this phenomenon. Und er war so absorbiert von der Beobachtung oder diesen Vorgang zu beobachten, that you could say that he became the inventor of the refrigerator. dass man sagen könnte, er wurde der Erfinder des Eisschrankes. But at the same time he got cold and died from the cold. Aber gleichzeitig ist ihm natürlich sehr kalt geworden und er ist an dieser Kälte gestorben. So Socrates died from one kind of truth, Bacon died from a very different kind of truth. Also Sokrates ist an einem Teil der Wahrheit gestorben und Bacon an der anderen. His place in philosophy, you might say, is due to his carrying the voice of empiricism. He was a precursor of modern science. Und Bacon, könnte man sagen, hat die Worte der modernen Wissenschaft transportiert, vorweggenommen.
He didn't have the character of Hume. He was an empirical mind, not of a 9, but of a 7 who... Also den Empirismus, allerdings in einer 7er Art, nicht in einer 9er Art. Not the sexual 7 who is a dreamer. Aber nicht die Art der sexuellen 7, die ein Träumer ist. But the preservation 7 who is a... Aber die Selbsterhaltung 7, a very down-to-earth person. Die eine sehr, sehr bodenständige Person sein kann. And wants to be famous, probably. Und berühmt sein möchte. Actually, he was imprisoned by corruption, for corruption. Er kam ins Gefängnis für Korruption. After being the most important person in England after the king. Nachdem er die wichtigste Person war nach dem König in England. He was called the seal bearer, who carried the king's seal in the absence of the king. Also sozusagen der Stellvertreter des Königs war. And he was also a judge. Und er war Richter. And it was reported that he had received bribes. He had received money, gifts, before pronouncing judgment. Und man hat ihm vorgeworfen, er habe sozusagen Bestechungsgelder bekommen, bevor er Gericht oder Rechtsprechung gemacht hat. And that is consistent with the 7 character to this preservation 7 is a glutton for money. He was rich, he was very wealthy. Das passt zu zum 7er Typus, diese Geldgier, und er war auch reich, er war wohlhabend. And along with this disdain of rules, corruption can be seen as originating in a sense that the advantage of the people you love may be more valid than the impersonal rules of society. Und diese Verachtung gegenüber Regeln ist dann oft auch in der Ausprägung, dass die persönlichen Beziehungen wichtiger sind als irgendwelche abstrakten Regeln. I don't know whether you saw a Walt Disney movie about Aladdin. Aladdin who finds the magical lamp. Es gibt einen Kinofilm, Aladdin die Wunderlampe. He's represented as a boy, very cute, a charming person who is liked by everybody. In diesem Film ist Aladdin dargestellt als ein junger, charmanter Junge, den jeder mag. And he survives by stealing. Und der überlebt, indem er klaut. And one implicitly feels for him in the movie. Und man fühlt mit ihm, ganz automatisch. And I think it's because one implicitly feels that in a world where there is the rich and the poor and there is injustice. Ich denke, das ist, weil man fühlt, dass in einer Welt, wo es Ungerechtigkeit gibt, arm und reich, it has a relative validity that some people survive by being astute and getting away with breaking some rules with a very valid motive of feeding themselves. Ich habe das Gefühl, das ist völlig in Ordnung, dass manche Menschen überleben, indem sie die Regeln brechen. So, in the mind of a 7, also in dem Geiste einer 7, there is the same defiance of rules of an 8, only that is covered with a very good social mask. Ist also auch dieses Widerstreben gegen Regeln, allerdings ist es hier mit einer guten sozialen Maske versteckt, hinter einer sozialen Maske versteckt. Fritz Perls used to say, many times I heard him say, behind every good boy there is a spiteful brat. Fritz Perls hat oft gesagt,
Unter jedem guten Jungen ist eine hässliche Brut. And spite is a disdain, Eine verachtende Brut. Eine verachtende Brut. Spiteful brat. Brat is like it's a little bit like bad boy. Brut. So, huh? Brut. Brut? Brut. Brut. B-R-U-T? Ah, okay. Yeah. Little animal. Yes. Huh? Lausbube, Schlingel. Yes. Schlingel. Schlingel. That sounds right. And the other word I want to register. Lausbube, yes. I'll remember that one. Ein durchtriebener. One needs that in one's vocabulary. So, instead of going now from 7 to 6, I want to go from 7 to 2 and fill the other side of the top of the enneagram. Anstatt jetzt von der 7 zur 6 zu gehen, möchte ich gerne auf die andere Seite des Enneagramms gehen, zur 2. To finish 2 and 1 and then go to this particular area of 6 and 3 and to the bottom area. Erst das Enneagramm füllen, sozusagen auf der anderen Seite mit der 2 und der 1 und dann wieder zurückkehren. Thank you. There's some similarity between 2 and 7. Da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Zweiern und Siebenern. Can you tell me what is similar? Was ist möglicherweise ähnlich? Wer kann mir das sagen? Zwei und sieben beide mögen es, wenn es den Menschen in ihrer Umgebung wohl ist. Both 2 and 7s like to be comfortable in their environment. Mm-hmm. Both are friendly, both are expressive, both are seductive. Beide sind freundlich. Hedonistic. Beide sind hedonistisch. Beide sind verführerisch. In a questionnaire, it's very difficult to tell them apart. Und in einem Wörterbuch ist es schwierig zu sagen, wer ist was, sie auseinanderzuhalten. When you see them, they're very different, but in paper, they look alike in testing. Wenn man sie sieht, sehen sie sehr verschieden aus, aber auf dem Papier sehr ähnlich. If you might not find them in the history of philosophy if you don't look carefully. Man findet sie möglicherweise nicht, wenn man nicht wirklich gut sucht in der Geschichte der Philosophie. As I already mentioned, the subject of happiness is not the part of the philosophical culture. Ich habe schon gesagt, glücklich sein, das Thema glücklich sein ist nicht wirklich Teil der Philosophie. And there is one important philosopher in antiquity, but he never became so famous as Plato or Diogenes or Zeno or da gibt es einen wichtigen Philosophen, der ist aber nie so bekannt geworden wie jetzt diese anderen, die wir besprochen haben. His name was Aristippus. Und sein Name war Aristippus. He was a disciple of Socrates. Er war ein Schüler von Sokrates. And I would not be mentioning him if it were not out of a feeling that he really was a prophet of the New Age. Und ich würde gar nicht auf ihn eingehen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass er der Prophet einer neuen Zeit war. He was saying things that have become part of our culture now. Und er hat damals Dinge gesagt, die Teil unserer Kultur heute geworden sind. He said it's important to live in the here and now.
Er hat gesagt, es ist wichtig, im Hier und Jetzt zu leben. And he was for freedom. Und er war für Freiheit. And he was also for living out your wishes, for enjoying. Und er war auch für das Leben, das Ausleben der Wünsche und sich freuen und des Genießens. He was of a wealthy family. Er kam aus einer wohlhabenden Familie. And he was accustomed to luxury. Und er war Luxus gewohnt. And this was not looked upon with approval by the philosophical world. Und die philosophische Welt fand das nicht sehr gut. The philosophical world looked with more approval at Diogenes. Die philosophische Welt stimmte dem nicht sehr zu. Diogenes is of the cynical group. Stimmte eher Diogenes zu. You know, the word cynic comes from dog. They like to live dog lives. The simplicity of a dog. In dieser Welt gab es etwas Zynisches und die eher für das Hundeleben akzeptierten. The getting rid of luxury and superfluous things, that was part of Socrates that Diogenes inherited. Also wo man sozusagen alles los wird und er ohne Besitz lebt, ein Hundeleben lebt, das war eher das, was Sokrates vermittelt hat und was Diogenes übernommen hat. Diogenes was an 8 also. I didn't mention him to spare time. Diogenes war ebenfalls eine 8. And he's very famous for the anecdote of his brief conversation with Alexander the Great. Und er ist sehr bekannt geworden mit dieser Anekdote über Alexander den Großen. Who knows that anecdote? Wer kennt diese Anekdote? Alexander the Great, who was a disciple of Aristotle, wanted to learn. He Alexander der wanted to Große promote philosophy. wollte lernen und wollte Philosophie studieren und vermitteln. But perhaps, being a 2 himself, he wanted to be very special for his concern with philosophy and his protection of philosophers. Aber da er auch eine 2 war, war er sehr damit beschäftigt, He wanted to look good to posterity as the ruler who is so wise that he listens to philosophers. und er wollte also vor allen Dingen gut dastehen und gut aussehen mit der Philosophie. So Diogenes didn't wear clothes sometimes, that he lived inside of a barrel. He Diogenes carried a barrel around him. trug manchmal keine Kleider, sondern hatte ein Fass stattdessen um sich herum. And on one occasion, Alexander the Great was passing, or he was brought to where Diogenes was lying. Und Alexander der Große kam da mal vorbei, wo Diogenes lag. And he says, "What can I do for you?" Und er sagte, was kann ich für dich tun? And I think that Diogenes was truly wise, and he saw his mind. Und ich glaube, Diogenes war wirklich weise und sah in seinen Geist And he replied, und antwortete, "Well, you could get out of the way of the sun." und sagte, du könntest der Sonne aus dem Weg gehen. So one needs to be a very strong personality to do that to Alexander the Great. Also man muss schon eine sehr starke Persönlichkeit sein, um das zu Alexander dem Großen zu sagen. Emperors, popes, and great rulers have always had the right to do away with the life of people they didn't like. Und mächtige Menschen hatten immer das Recht, mit dem Leben anderer etwas zu tun, wenn sie nicht mochten.
And probably we should remember Alexander the Great of having been great enough not to crush Diogenes. Und wahrscheinlich sollten wir Alexander den Großen in guter Erinnerung behalten, deswegen, weil er Diogenes nicht dann zerstört hat. But I'm talking about Diogenes to mention that he had a mantle which was rags. He was very worn out and full of holes. Und Diogenes hatte ein Kleidungsstück, was eigentlich eher in Fetzen hing. And once a group of friends, including him and Aristippus, went to the baths and left their mantle when they went into the water. Und er und Aristippus eines Tages gingen ein Bad nehmen, haben dieses Kleidungsstück abgelegt. Er legte das Kleidungsstück ab. And Aristippus left earlier. Aristippus ist früher gegangen. Probably there was a bunch of people there. Und da gab es eine Gruppe von Menschen dort. And he took Diogenes' mantle. He wore this ragged mantle. He who was always wore a purple mantle, now wore this very rough mantle. Und jetzt trug er, der immer sonst einen sehr edlen Mantel trug, diesen Fetzenmantel. And when Diogenes came out, there was only one mantle left, and that was the one of Aristippus. Und als Diogenes aus dem Bad kam, gab es nur noch einen Mantel, und das war der von Aristippus. A very good material and Sehr purple Stoff, color. In edlem purpurnen Farbe. And Diogenes could not wear that mantle. He chose to go out naked. Und Diogenes wollte diesen Mantel nicht tragen, sondern hat entschieden, nackt zu gehen. So after that, Aristippus said, "You see, he claims to be free, but I have more freedom. I can wear either mantle." What mantle? I can wear the poor man's mantle or the rich man's mantle. Aristippus sagte, seht ihr, er gibt vor, frei zu sein, aber ich bin eigentlich viel freier, weil ich kann zwischen beiden Mänteln auswählen. He who thinks he's free, he's attached to his poverty. He's attached to his appearance. Er, der denkt, er sei frei, haftet an seiner Armut an. Ich bin da viel freier. And he was also criticized for spending a lot of time with a famous prostitute called Lais. Wurde auch She's become a history. Dafür Zeiten zu verbringen mit einer bekannten Prostituierten seiner Zeit. Well, we shouldn't say prostitute for a hetera. The Greek institution of prostitution, it was something unique. It was more refined than, more quality than, how do you call the Japanese? Geisha. A geisha. Geisha is a cultured woman, but there's still more prostitution in the institution of geisha than the old Greek hetera, who was an independent woman. Und wir sollten allerdings nicht den Begriff Prostituierte wählen, der passt hier nicht so für hetera, wo noch weniger Prostitutionsaspekte drin waren als bei den japanischen Geishas. It was a valid profession. Es war eine Profession. And some of these women were well known for their minds and for their quality of being. Und viele dieser Frauen waren sehr anerkannt für ihre Qualität, die Qualität ihres Geistes auch. And sometimes he was criticized for spending too much time for this particular woman, Lais. Er wurde allerdings kritisiert dafür, zu viel Zeit mit dieser einen Frau, Lais, zu verbringen. And he said, yes, but take into account that she doesn't charge me. And he charges a lot of money to Demosthenes. Du sagst? Demosthenes. He was a great orator, the great rhetoric of the Greeks. Er sagte, ja, aber man muss bedenken, dass sie kein Geld nimmt dafür. Und er gab das Geld von mir. Und er gab stattdessen das Geld an this other famous Greek, Demosthenes. He charged a lot of money from Demosthenes.
bekannten Griechen. So it was an honor she made him, not charging him. She liked to spend time with him. Es war also eine Ehre, denn sie verbrachte gerne Zeit mit ihm. And he liked to charge for his lessons in philosophy, a lot of money. Und er hat aber viel Geld dafür verlangt, für seine Lektionen in Philosophie, für sein Unterrichten in Philosophie. And once the father of a student came and said, but for the money you charge, I could buy a slave. Und jemand kam eines Tages und sagte, aber für das Geld, was du dort nimmst, könnte ich einen Sklaven einstellen. And then you would have two slaves, your son and that slave and your son. Und dann hättest du zwei Sklaven, deinen Sohn und diesen. He was very conscious of the value of what he was giving. Er war sich also sehr bewusst dessen, dem Wert dessen, was er gab. So I think he was a social too. Also ich glaube, er war eine soziale Zwei. People need a break. I'm told people need a break. Ich glaube, wir brauchen eine Pause. You not. No, I'm not aware of myself when I'm talking about philosophy.